was, wenn einiges von dem, was wir über Aerodynamik und Windkraft zu wissen glauben, vielleicht, nicht ganz stimmt? In dieser Analyse, die auf unserem Quellenmaterial basiert, stellen wir ein paar etablierte Theorien mal so richtig auf den Kopf. Fangen wir doch mal mit einer richtig großen Frage an. Was, wenn die Grundlagen unserer Berechnungen, also sowohl für die Energie von Windturbinen als auch für den Auftrieb von Flugzeugen, auf einem grundlegenden Missverständnis beruhen? Unsere Quelle steigt direkt bei der Formel für Windenergie ein. Schauen wir uns diese neue Perspektive mal genauer an. Also, uns wird ja oft beigebracht, dass sich die Leistung vor allem auf die Fläche bezieht, die von den Rotorbeltern überstrichen wird. Und die ist natürlich eine Funktion ihres Radius. Je größer, desto besser. Aber die Quelle hier widerspricht dem direkt und sagt, dass diese Berechnungsmethode grundlegend falsch ist. Eine ziemlich deutliche Ansage. Was an dieser Gegenüberstellung nun wirklich interessant ist, ist der direkte Kontrast. Die Quelle verlagert den Fokus weg von dieser abstrakten Kreisfläche hin zu den ganz handfesten physischen Dimensionen des Flügels selbst. Es geht also nicht um den Raum, den der Flügel durchquert, sondern um das Bauteil an sich. Und das führt uns auch schon zur nächsten weit verbreiteten Idee bei Windturbinen. Je schneller sich die Blätter drehen, desto mehr Energie wird erzeugt. Klingt ja auch erstmal total logisch, oder? Aber auch hier, das Quellenmaterial stellt das komplett in Frage und argumentiert, dass die Geschwindigkeit eben nicht der entscheidende Faktor ist. Zur Erklärung wird hier der sogenannte Plus-Minus-Effekt eingeführt. Die Idee dahinter ist, wenn sich der Flügel gegen die Luft bewegt, erhöht sich der Druck, das ist das Plus. Wenn er sich von ihr wegbewegt, verringert sich der Druck, das ist das Minus. Laut dieser Theorie untergräbt diese ständige Schwankung die Effizienz und widerlegt damit die einfache Annahme, schneller ist besser. Der entscheidende Punkt ist hier also nicht die Geschwindigkeit, sondern die reine Geometrie. Die Quelle behauptet tatsächlich, dass eine simple Verdoppelung der Flügelbreite die Energieausbeute verdoppeln kann. Dieser Grundgedanke, dass es um die Interaktion eines Objekts mit stehender Luft geht, wird jetzt noch wichtiger. Schauen wir uns nämlich mal an, wie dieser neue Denkansatz auf eines der größten Konzepte der Aerodynamik angewendet wird: den Auftrieb. Das hier illustriert einen fundamentalen Perspektivwechsel ganz hervorragend. Wir bewegen uns weg vom Fokus auf bewegte Luft, die über einen Flügel strömt, und hin zum Fokus auf einen sich bewegenden Flügel, der sich seinen Weg durch stehende Luft bahnt. Die Quelle reduziert den Auftrieb auf einen einfachen, mechanischen Prozess in 4 Schritten. Die komplizierte Dynamik der Luftgeschwindigkeit spielt hier also fast keine Rolle mehr. Dieses alternative Modell verändert natürlich auch, wie wir über ein Objekt denken sollten, das sich durch die Luft bewegt. Schauen wir uns mal die Vorstellung an, dass ein fahrendes Auto zum Beispiel zweimal vom Winddruck getroffen wird. Einmal vorne durch den Fahrtwind und einmal hinten durch den Sog. Die Quelle argumentiert aber, dass das ein Trugschluss ist. Es sind eben keine 2 getrennten Kräfte, sondern ein einziges, kontinuierliches Druckphänomen. Das Ganze wird als ein einziges Drucksystem erklärt. Hoher Druck vorne und niedriger Druck hinten sind nur 2 Seiten derselben Medaille. Es ist eine einzige Kraft mit 2 unterschiedlichen Erscheinungsformen. Zum Schluss betont die Quelle noch die enorme Bedeutung der Flügellänge. Die Analogie dazu ist ziemlich gut. Ein langer Speer fliegt stabil und weit, während ein kurzer bei gleicher Masse und Geschwindigkeit ins Trudeln gerät. Länge sorgt also für aerodynamische Stabilität, weil die Luft Zeit hat, sich geordnet hinter dem Objekt wieder zu schließen. Okay, was sind also die Kernprinzipien, die wir aus dieser doch sehr alternativen Sicht auf die Aerodynamik mitnehmen sollten? Fassen wir die entscheidenden Punkte nochmal zusammen. Es geht um die physikalischen Dimensionen statt um Rotationsflächen. Es geht um statische Luft statt um Windgeschwindigkeit. Und es geht um einfache Druckunterschiede. Und das lässt uns mit einem ziemlich provokanten letzten Gedanken zurück. Was, wenn diese Ideen stimmen? Die Auswirkungen auf die Konstruktion von allem, von Windturbinen bis hin zu Flugzeugen, wären absolut tiefgreifend.